extremely excited to present to you all the new Felt Breed Carbon Gravel Bike. Wir machen heute mal wieder was anderes. Wir sind im wunderschönen Salzburg, gehen auf eine gemeinsame Gravel-Tour und testen dabei das niegelnagelneue Felt Breed aus Carbon. Ja, wo bin ich denn eigentlich? Ich bin auf dem Presseevent zur Vorstellung von den Neuheiten von Felt in Salzburg. Und ich bin wirklich gespannt, was das Rad auch so kann, denn der Morgen und der gestrige Abend war davon Präsentationen gespickt, von der offiziellen Vorstellung von dem Rad. Und jetzt haben wir zum ersten Mal auch die Möglichkeit, damit zu fahren. Das Ganze ist organisiert von Pira E-Bikes, denn die sind jetzt die neue Dachfirma, die haben sich Felt gekauft und werden jetzt die ganzen Performance-Bikes nach vorne schieben. Denn was Pira auszeichnet ist, dass sie bis zu 9% von ihrem Umsatz in Innovationen stecken. Und was das jetzt im Bezug auf das Felt bedeutet, schauen wir uns auf diesem Event mal gemeinsam an. Ganz kurz zu dem ersten Eindruck, das Rad ist super leicht. Wie leicht genau, wissen wir nämlich noch gar nicht. Aber es wird so um die 17 Pfund wiegen. How much is 17 pounds in kilograms, Corey? 17 pounds? Yeah, I don't have any idea. Also irgendwas unter 8, also es wird super leicht. Das Raven-Set wiegt, das wissen wir jetzt schon, also der Rahmen selbst wiegt 1100 Gramm. Ist also kein, es ist ein super leichter Rahmen, aber es ist jetzt nicht krass leicht, so dass hier eigentlich auch Fokus auf lange Haltbarkeit gesetzt worden ist. Der erste Eindruck ist auch geprägt von dieser Leichtigkeit. Das Rad ist spritzig, geht leicht nach vorne und macht auch richtig Spaß im Antritt. Außerdem ist es dafür gedacht, dass man zum Beispiel auch eine Dropper-Post nachrüsten kann. Da ist so eine Art Adapter drin. Und diesen Adapter kann man ausziehen, wenn man möchte, und diese klassische Sattelstütze aus Carbon mit einer Dropper-Seat-Post, also mit einer variablen Sattelstütze, ersetzen. Und auch das zeigt, dass das Rad zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil sich die Trends mittlerweile relativ manifestiert haben. Es gibt zwar viele Trends, aber es gibt jetzt noch nicht den nächsten großen Trend, der wieder alles durcheinander wirbelt. Geschalten wird hier gerade auf dem Rad in der High-End-Version mit der SRAM Force elektronischen Schaltung. 40 Zellen habe ich vorne und das reicht momentan hier für die Anstiege genau. Wenn es aber richtig steil wird, dann muss ich mal schauen, ob man die Kassette hinten reicht. Momentan passt es aber. Ja, der Anstieg war jetzt schon krass, also da hat man schon gemerkt, dass hier die Schaltung an ihre Grenzen kommt. Das könnte natürlich auch an mir gelegen haben, aber es war schon, ja, doch jetzt ziemlich knackig. Jetzt geht es ein bisschen knackiger weiter. Ich glaube, für den mediokren Anstieg ist das aber vollkommen ausreichend. Wenn es mal richtig steil wird und auch noch nass vom Boden und rutschig, dann bin ich jetzt aber schon an die Grenzen von der Schaltung gekommen und auch an meine persönlichen Fitnessgrenzen. Also das korreliert natürlich dann miteinander. Trotzdem macht es Spaß, mit dem Rad zu Anstiege zu fahren. Also man spürt da die Leichtigkeit. Man spürt auch, dass das Tretrad jetzt ziemlich steif ist. Also gerade beim Teer, wenn man so ein bisschen im Wiegetritt hochfährt, ist das sehr angenehm. Und was jetzt ein bisschen spannend war, war an den Stellen, wo man wie auf einem Trail herumgefahren ist. Dort habe ich dann gemerkt, dass ich dadurch, dass das Rad sehr lange ist und auch der Vorbau hier vergleichsweise lang ist, das sind 100 mm, ich mit dem ganzen Gewicht zwar schon sehr weit vorne bin, ich aber auf den Trails doch eher es gewohnt bin, kompakter zu fahren, also ein bisschen mehr Gewicht direkt auf dem Vorbau zu haben. Und das war jetzt hier ungewohnt und deswegen wurde es auch ziemlich schnell, ziemlich rutschig. Gerade beim Bergabfahren hat es richtig Bock gemacht. Also ich habe jetzt hier gerade gemerkt, wie viel Spaß es macht, wenn man auf einem eher racing-orientierten Gravelbike bergab fährt. Im Untergriff ist das Rad dermaßen stabil, selbst auf den Trails, selbst auf Geröll und auf der Straße natürlich sowieso. Wir haben jetzt hier auf dem Rad 700C mit 40 mm breiten Reifen drauf und die haben gar nicht mal so viel Grip. Trotzdem schlägt sie es ganz wacker. Es ist auch mit dem langen Vorbau echt gar nicht so einfach. Hier sind, glaube ich, 100 mm drauf. Also das sind noch nicht die finalen Specs. Da wird sich noch einiges tun, bis dann auch die Räder in dem Handel dann Ende dieses Jahres dann ankommen. Aber hier ist jetzt mal ein 100 mm Vorbau drauf. Und der ist schon ganz schön lang. Und wenn man da im Obergriff auf den Trails fährt, dann wird es schon ein bisschen schwierig, das zu kontrollieren. Leichter wird es dann aber im Untergriff. Da macht es auch richtig Spaß, wenn es mal holpert. Dann kann man das Ganze dann doch etwas besser steuern. Was ich euch natürlich nicht verheimlichen will, sind die Preise, die jetzt voraussichtlich auch für das Feld abgerufen werden.
Das ist die Top-Version, die kostet in der Ausstattung mit der SRAM Force 6.600 €, voraussichtlich Stand jetzt. In der mittelpreisigen Variante mit der GRX 810, also der besten Shimano mechanischen Schaltgruppe, kostet das Ganze dann 4.700 € und die Einstiegsvariante mit der GRX 600, die ich immer wählen würde, weil sie einfach vollkommen ausreicht, kostet dann 3.000 € und dann kriegt man eben auch den Rahmen und die Gabel dazu. Was für Komponenten da genau dran sind, weiß man Stand heute noch nicht so ganz genau. Es werden wahrscheinlich 38 mm Vittoria-Reifen, ähnlich wie die jetzt schon drauf sind, drankommen, damit das Ganze noch ein bisschen raciger zu fahren ist. Die Bikes gibt es in 3 verschiedenen Farben, einmal in Grau, einmal in Gelb und einmal in Blau. Interessant an dem Rad ist natürlich auch der Hinterbau, der jetzt hier mit 2 sehr dünnen Sitzstreben ausgestattet ist, die beim Fahren für Komfort sorgen sollen. Genauso wie diese integrierte Sattelklemmung, die mit noch so einer Nylon-Außenhülle, es funktioniert wie eine Art Adapter, sodass dann hier auch zum Beispiel eine klassische Mountainbike-Dropper-Post statt dieser 27,2 mm runden Sattelstütze verwendet werden könnte. Die 2 dünnen Sitzstreben, die haben nicht mal einen Monosteg oder einen Mittelsteg, sodass hier einfach auch diese weite Reifenfreiheit von 50 mm bei 700C Laufrädern auch wirklich möglich ist. Vorne sieht man es auch ziemlich gut, da sind jetzt 40 mm drin, da ist viel Platz, hier hinten mit den 40 mm auch noch viel Platz und zusätzlich hier durch die Rundung im Sitzrohr ist auch noch mal viel Platz für Schlamm, sodass man hier wirklich auch mit super breiten Reifen fahren kann. Könnte sogar Mountainbike-Reifen mit 2 Zoll Breite fahren, wenn man das denn möchte. Ist halt natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das jetzt bei einem race-orientierten Gravelbike wie dem hier. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie die finalen Specs an dem Rad dann aussehen werden. Eins ist schon klar, es kommen ZIP Carbonfelgen mit dran, auch an diese Top-Ausstattung mit der SRAM E-Tab Force, also der zweitbesten elektronischen Schaltung von SRAM, funktioniert die ganze Gaudi auch wirklich reibungslos. Du hast ein Kettenblatt vorne in der Ausstattung, 12 Ritzel hinten und wenn du jetzt sagst, du möchtest noch ein zweites Kettenblatt vorne haben, was ja durchaus legitim ist bei einem Race-Gravel-Bike, dann ist dieses Rad auch darauf vorbereitet. Genauso wie das Rad auch darauf vorbereitet ist, dass man eine Gravel-Federgabel einbaut, also die Gabel-Einbauhöhe würde jetzt hier genauso hoch sein wie die Einbauhöhe von der Carbongabel und damit nicht die komplette Geometrie und das Fahrgefühl von dem Rad zerschießen, wie es bei anderen Rädern wäre, wenn man da einfach eine hohe Federgabel einbaut. Wie war jetzt der Gesamteindruck mit dem Feld Breed C in der Top-Ausstattung mit SRAM Force? Ich fand, das war ein witziges Rad, das hat mir echt Spaß gemacht und überraschenderweise vor allem beim Bergabfahren, also gerade auch bei so ein bisschen technischeren Sachen bin ich mit dem Rad deutlich besser klargekommen, als ich es erwartet hätte, wenn man sich jetzt mit dieser ganzen Race-Geometrie davor auf dem Blatt Papier nur vertraut gemacht hätte. Gott sei Dank bin ich es gefahren, da bin ich ziemlich froh, auch um die Möglichkeit, das Ganze zu fahren in dieser wunderschönen Umgebung, da bin ich sehr dankbar. Vielen Dank an Pira E-Bikes AG und an Feld an der Stelle. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin mega gespannt, wie das Rad dann schlussendlich auch im Herbst dasteht, welche Preise wir dann auch tatsächlich im Laden sehen und ich freue mich mega und das kann ich als BMXer sagen. Ich freue mich mega, dass Feld jetzt wieder verstärkt zurück ist, dass sie richtig krasse Produkte in der Pipeline haben. Nicht nur dieses Triathlonrad, sondern da kommt noch echt vieles mehr, auf was man sich freuen kann, was ja nicht einfach nur mitschwimmt, sondern was tatsächlich tonangebend sein will und wahrscheinlich auch wird, was Technologie angeht. Und ich bleibe da natürlich wie immer investigativ am Ball. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und ja, vielleicht hast du auch eine Meinung zu dem Rad und die kannst du natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der weiteren Videos. Bis bald. Ciao.